Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Vielleicht geht es dir auch so. Du hast einen Camper gekauft oder geliehen und du weißt nicht, wo du anfangen sollst. Wie wäre es, wenn das total einfach wäre? Ich werde dir in diesem Video zeigen, wie du die 5 größten Anfängerfehler vermeiden kannst. Und wenn du schön dran bleibst, erfolgt noch ein Bonustipp natürlich. Und wie immer, wenn dir mein Kanal gefällt, hinterlass mir gerne ein Abo und über jedes Like freue ich mich natürlich auch. Alles weitere folgt wie immer nach dem Intro. In diesem Video möchte ich gerne zeigen, wie du die 5 größten Anfängerfehler vermeiden kannst. Und wenn du, wie gesagt, dran bleibst, kriegst du von mir noch den Bonustipp. Der erste größte Fehler ist den Frostwächter. Der Frostwächter ist das Bauteil, was dafür sorgt, dass deine Wasserleitungen nicht einfrieren. Und der geht auf im Prinzip bei 5 Grad. Nein, Quatsch, er geht auf bei 3 Grad erst. Das heißt, wenn es draußen kälter ist als 3 Grad, geht der auf und das Wasser fließt ab. Ich will Ihnen ja auch zeigen, natürlich, wo der sitzt. Und zwar der sitzt, ich nehme dich jetzt mal mit. Und zwar, wenn ich hinten zu meinem Wohnmobil gehe, beziehungsweise sitze immer da, wo die Heizung auch ist. Oder oben ein Verschluss. Ich mache das mal, ich versuche das mal. Ja, so funktioniert super. Hier hat man die Möglichkeit, den auf und zu machen. Jetzt wäre er im Prinzip auf und das Wasser läuft ab. Beziehungsweise, wenn der auslöst, sieht er so aus. Wenn man den dann wieder verschließen will, um das Wasser einzufüllen, muss man den drehen. Und ganz wichtig, das vergessen die meisten, gibt es hier einen Knopf, den musst du reindrücken. Und dann, wenn der drin ist, jetzt könnte ich wieder Wasser füllen. Der zweite Tipp ist Gasversorgung. Du musst wissen erstmal, wo ist überhaupt deine Gasflasche. Bei mir ist sie tatsächlich draußen, gleich hier unter dem Sitz. Wie funktioniert das Ganze? Naja, man dreht die Gasflasche auf und denkt eigentlich, es kommt Gas. Nein, das ist nicht gleich der Fall. Bei neueren Fahrzeugen zumindest ist es nicht der Fall, sondern man hat eine Schlauchbruchsicherung und ein Crash Control. Wenn die Gasversorgung mal nicht funktionieren sollte, ist das die erste Möglichkeit zu gucken, ob überhaupt das Ventil geschlossen ist, beziehungsweise offen ist. Das heißt, ich gehe nach draußen oder in deinem Fall vielleicht auch nach drin, gehe an den Schlauchsensor, an den Schlauchbruchsicherungen, sage ich mal, und da ist so ein Knopf und den drücke ich für 5 Sekunden rein. Dann fließt erst Gas von der Gasflasche in dein System rein. Das ist, was du definitiv wissen musst. Und das nächste ist, es gibt einen Verteiler, der sitzt bei mir da unten drin, den kann ich auch euch. Da wird drüber geregelt, okay, welche Geräte werden alle mit Gas versorgt? Kühlschrank, Herd, Heizung. Das sind die 3 Sachen, die mit Gas versorgt werden. Wenn du noch einen Backofen hast, vielleicht noch einen Backofen, ne? Kommen wir zu Tipp Nummer 3. Der Tipp Nummer 3 ist die Heizung und das Warmwasser. Beschäftige dich einfach damit. Und zwar, die Heizung ist, je nachdem, ob du eine analoge oder digitale hast oder sogar eine ganz neue Variante mit Touchpanel, gibt es auch mittlerweile. Sie funktionieren alle etwas anders, aber im Prinzip ist immer das gleiche Ziel dahinter. Es soll warm Wasser produziert werden und es soll die Heizung laufen, wenn es kalt ist natürlich. Meine Heizung kann ich einstellen auf eine Raumtemperatur und ich kann auch mein Warmwasser auf 40 Grad oder 60 Grad erhitzen. Wenn du das sehen willst, wie das funktioniert, dazu habe ich ein Video gemacht, das verlinke ich hier unten, damit du dir das dann anschauen kannst. Kommen wir zu Tipp Nummer 4, Gewicht. Und zwar ist es mit das schwierigste Thema. Gewicht, wie schwer bin ich überhaupt? Und wie ist es gibt 3 Sachen, die ich beachten muss. Ich muss einmal mein Gesamtgewicht beachten, also wie schwer bin ich insgesamt. Denn wie schwer ist die Vorderachse oder wie viel Gewicht habe ich auf der Vorderachse und wie viel Gewicht habe ich auf der Hinterachse? Somit auch die Achslast sozusagen. Das kann ich nur herauskriegen, indem ich entweder mir so eine portable Waage kaufe, die ich gerne mal als Bild hier unten einblende. Ich habe sie selber nicht, weil ich fahre immer zu einem Baustoffmarkt, wo ich mich wiegen kann. Da muss man aber immer dazu sagen, die sind nicht die genauesten Wagen, weil die haben eine ganz andere Konzentration darauf, was die wiegen. Wenn du es wirklich am genauesten haben willst, geh zu einem TÜV, der kann dir das Fahrzeug wirklich genau auswiegen und sagen, okay, du hast so und so viel Kilo auf der Hinterachse und du hast so und so viel Kilo auf der Vorderachse. Kommen wir nun zu Tipp Nummer 5. Und zwar die Abfahrtskontrolle. Die meisten sagen sich, ja, Abfahrtskontrolle, was muss man machen? Ja, es ist ganz einfach, die Abfahrtskontrolle. Also das erste, was ich mache, sind alle Schränke verschlossen. Weil es gibt nichts Schlimmeres, du fährst in die Kurve und dein Gepäck oder Geschirr liegt auf einmal mitten im Gang.
Das nächste ist, zu kontrollieren, sind die Schubladen zu, weil auch da können Sachen drin sein. Sind alle Fenster zu? Ne, also Seitenfenster, Dachheki. Ist die Garage zu? Sind draußen alle Klappen zu? Ganz wichtig, beim Strom muss man nochmal extra draufdrücken, damit die Klappe auch Klack macht. Weil, wenn die, sonst klappert die da rum und wenn im schlimmsten Fall bricht die ab. Und dann hattet ihr mal eine Klappe und müsst es neu kaufen. Das ist unangenehm, macht keinen Spaß. Und ganz wichtig ist, wirklich den letzten Abschlusscheck zu gucken, ist auch die Trittstufe eingefahren. Nicht bei jedem Fahrzeug ist es so, dass wenn der Motor angeht, dass die Trittstufe einfährt. Das ist bei meinem Fahrzeug der Fall tatsächlich so. Wenn ich den Motor mache, fährt automatisch meine Stufe rein. Es gibt aber Fahrzeuge, da ist das nicht der Fall. Da gibt es zwar so einen lauten Summton, ist unangenehm fürs Ohr, hört man aber. Das waren die 5 Anfängertipps, die ich jetzt sagen wollte. Und jetzt kommen wir zu dem Bonustipp. Der Bonustipp ist das, mache Pausen. Fahr nicht am Stück 1000 Kilometer und mehr durch. Weil, ich sage immer eins, fahre so lange, wie du dich fit fühlst und dann mache eine Pause und zwar eine ausgiebige Pause. Ich schaffe meistens so zwischen 300 und 400 Kilometer. Dann mache ich wirklich eine ausgiebige Pause von 1 Stunde, 1,5. Ich laufe, ich bewege mich und schnappe auch wieder frische Luft zu mir, trinke noch einen Kaffee und dann fahre ich vielleicht weiter. Wenn ich denn in der Lage bin. Sollte ich nicht in der Lage sein, suche ich mir einen Stellplatz und stelle mich hin und schlafe eine Runde. Das ist, was ganz wichtig ist und auch ganz viele nicht machen, weil sie sagen, ich will schnell am Urlaubsort ankommen. Ja, das eine ist schnell am Urlaubsort ankommen, aber ich habe nichts davon, wenn ich A, mich selber gefährde und B, wenn ich nicht entspannt ankomme, weil es geht ja darum, ich bin im Urlaub und ich möchte entspannt ankommen. Hm? So, reflektieren wir nochmal ganz schnell. Also, du weißt jetzt, wie der Frostwächter funktioniert, du weißt, wie die Gasversorgung funktioniert, du weißt, wie deine Heizung funktioniert, du kennst dich aus mit deinem Gewicht oder du weißt, wie du dein Gewicht ermitteln kannst und du weißt, dass du eine Abfahrtskontrolle machen musst. Oder nicht musst, sondern solltest. Und der Bonustipp, mache Pausen. Der Fahrer sagt, wann Pause gemacht wird und niemand anders. Also doch, die anderen auch, wenn sie mal auf Toilette müssen oder sonstiges. Aber der Fahrer, wenn der sagt, ich kann nicht mehr oder ich muss eine Pause einlegen, dann wird verdammt nochmal eine Pause eingelegt. Ja, wenn ich dir damit geholfen habe, bin ich natürlich sehr erfreut über einen Like von dir und auch ein Abo. Und solltest du noch auch Tipps haben für mich oder für meine neuen Videos, dann hinterlass mir das doch einfach in den Kommentaren. Ich freue mich über jedes Kommentar. Ich antworte auch zeitnah drauf. Es ist nicht so, dass ich warte bis zum St. Nimmerleinstag. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, beziehungsweise einen schönen Abend. Und wir sehen uns wieder auf diesem Kanal.